Hi, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es ist, zur falschen Zeit die richtige Person zu treffen und wie hat das deiner Meinung nach dein Leben beeinflusst? Ich möchte heute mit euch gemeinsam in das spannende Thema eintauchen, denn in Beziehungen ist das Timing alles, oder? Es kann bestimmen, ob die Liebe erblüht oder doch eher vergeht, die Entscheidungen, die wir treffen, die Wege, die wir wählen und die Momente, die wir vielleicht verstreichen lassen, spielen alle eine wichtige Rolle im Verlauf der Beziehung. Aber warum denken wir, dass jemand zur falschen Zeit die richtige Person sein könnte? Die richtige Person zur falschen Zeit zu treffen, kann eine mega krasse Herausforderung sein, denn es ist ja für uns die richtige Person und nur das Universum ist gegen uns. Wir denken darüber nach, warum wir nicht zusammen sein können, denn in der anderen Welt wären wir doch schon lange. Timing und Beziehungen sind auf verschiedene Weise miteinander verbunden und ob das Timing gut oder schlecht ist in einer Beziehung, hängt von vielen Faktoren ab. Ich kann euch hier natürlich nur ein paar Beispiele nennen, denn jede Beziehung ist individuell und jede Situation ist individuell. Aber wenn ihr zum Beispiel sehr weit voneinander entfernt seid, denn ihr habt keinen gemeinsamen Tagesablauf, ihr bekommt immer nur Bruchteile mit und das ist manchmal nicht so einfach, die Beziehung auch wirklich wachsen zu lassen. Ich will nicht sagen, dass Fernbeziehungen nicht funktionieren können. Es gibt so viele gute Beispiele, aber es gibt auch so viele nicht so gute Beispiele. Gutes Timing hängt eng damit zusammen, wie wir die Vergangenheit und mögliche Trennungen verarbeitet haben. Also wenn die Person vielleicht noch an einer Trennung hängt oder an einer früheren Beziehung, die er noch nicht so gut abgeschlossen hat, kann es natürlich sein, dass er emotional oder die Person nicht emotional verfügbar ist, noch nicht offen genug, noch nicht emotional genug, um sich wirklich auf die Beziehung einlassen zu wollen. Aber auch seid ihr auf der gleichen Suche. Wollt ihr ein Haus? Wollt ihr eine Wohnung? Wollt ihr durch die Welt reisen? Wollt ihr Kinder? Unsere Ziele, unsere Träume, Visionen und Lebensziele ändern sich im Laufe des Lebens, weil wir eben auch älter werden. Und manchmal so sehr, dass wir vielleicht nicht mehr das Haus von früher wollten. Jetzt möchten wir reisen. Wenn dein Partner deine Visionen, deine Lebensziele oder auch deine Träume nicht teilt, kann es schwierig werden. Kompromisse, alles toll, alles schön, aber so viele Kompromisse kann man nicht machen. Oder auch wenn die Person nicht offen für persönliches Wachstum ist. Das heißt, du möchtest dich weiterentwickeln, aber dein Partner hat es satt. Vielleicht habt ihr schon mal den Satz gehört, ich bin momentan für eine neue Beziehung nicht bereit. Manchmal stecken da auch andere Gründe hinter. Zum Beispiel die Trennung ist nicht richtig verarbeitet worden. Vielleicht hat man Angst vor Verletzungen. Die emotionale Verfügbarkeit ist enorm wichtig, wenn es um ein gutes Timing in einer Beziehung geht. Aber auch die Bereitschaft. Untersuchungen haben bestätigt, wie wichtig das Timing in Beziehungen ist, denn es beeinflusst die Bindung. Das heißt, Menschen, die sich viel mehr Mühe geben, die bereiter sind, an der Beziehung festzuhalten, haben viel mehr Ausdauer als diejenigen, die einfach nur warten, dass die Dinge besser werden. Aber warum ist das Timing so wichtig? Es ist die Erwartung an unser Verhalten, denn wenn wir das Gefühl haben, dass wir einer Beziehung eine Chance geben wollen, dann handeln wir dementsprechend, oder? Wenn wir uns bereit fühlen, in einer Beziehung zu investieren, dann stecken wir doch einfach viel mehr Mühe und Zeit rein, da es unsere Entscheidung und unser eigener Wille war. Ich denke tatsächlich nicht, dass Timing alles ist. Manche Experten sind sogar der Meinung, dass es nicht sowas wie die richtige Person zum falschen Zeitpunkt gibt. Denn wenn du keine Beziehung mit jemandem eingehen willst, weil es angeblich nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann ist es nicht die richtige Person für dich. Nur weil das Timing stimmt, heißt es ja nicht, dass du glücklicher bist. Also du musst halt auch in die Beziehung investieren wollen. Du musst dir halt Mühe geben, dass die Beziehung hält oder dass sie eben Zukunft hat. Die Wahrheit über das Timing in Beziehungen ist, es gibt kein perfektes Timing, aber es gibt gutes und schlechtes Timing in Beziehungen. Es gibt aber nie den richtigen Zeitpunkt, um eine neue Beziehung anzufangen. Oder abzuwarten, bis man völlig bereit ist eine unrealistische Erwartung. Das soll nicht heißen, dass es keine besseren oder schlechteren Momente gibt, um eine Beziehung anzufangen. Aber auch wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, muss man ja trotzdem schauen, ob es überhaupt passt, ob das der richtige Partner ist, ob es überhaupt harmoniert. Aber was wäre, wenn die Person zu einem anderen Zeitpunkt in deinem Leben aufgetaucht wäre? Manche Menschen treffen möglicherweise zur falschen Zeit die richtige Person. Aber können wir dann auch wirklich sagen, dass es die richtige Person ist?
Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Geschichten mit mir teilt. Wie ist es, die richtige Person zur falschen Zeit getroffen zu haben? Teilt oder schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentarbox. Das war's. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.